For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine riesengroße Hakennasennatter. Nein, ein Baby, ne? Eine kleine Hakennasennatter. Das Ganze ist eine sogenannte Albino-Conda. Ne? Conda ist die Abkürzung für Anaconda, heißt diese Farbform. Und das Ganze als Albino habe ich als Intro-Tierchen gewählt, weil mir eben dieser Farbkontrast wirklich toll gefällt. Ne? Wenn man euch mal so die orange-roten Flecken anschaut hier auf dem Rücken. Also finde ich echt eine super schöne Farbvariante von den Hakennasennattern. Generell die Hakennasennattern sind nach wie vor echt beliebt. Tolles Terrarientier, lässt sich wirklich gut halten. Ne? Diese Nasicus gehen ja auch problemlos ans Fressen. Haben wir ja 2 oder 3, ich glaube 3 waren es genau, 3 tolle Folgen beim Philipp Longitano mal gedreht. Schaut da mal rein. Ja, heute Albino Conda als kleine Erinnerung an die Hakennasennattern. Wir haben wieder einen Aufruf gemacht, frag Stefan. 1000 Dank schon mal vorneweg für eure Beteiligung daran. Finde ich toll. Also manchmal in Anführungsstrich muss ich mich fast ein wenig wundern, dass ihr da immer wieder Fragen habt. Oder da denke ich mir, was kann denn da so interessant sein? Und dann lese ich das und denke, oh ja, gute Frage, oh ja, cool, naja, richtig. Also es gibt doch immer wieder irgendwas zu fragen. Ne? Die Community von Reptil TV, die scheint tatsächlich zu leben. By the way, wir haben jetzt knapp 70.000 Abonnenten von unserem Channel, ne? 69 irgendwas oder so. Ich freue mich, wenn wir die 70.000 zusammen haben. Vielleicht eines Tages werde ich es vielleicht ja doch mal auf die 100.000 bringen. Ne? Also bei YouTube 100.000, das ist so ein magisches Ding. Ich glaube, YouTube schickt einem da irgendeine Auszeichnung sogar, habe ich gehört. Vielleicht schaffen wir irgendwann sogar die 100.000, aber die 70.000 werden wir demnächst haben. 1000 Dank an euch, meine ich ernst, freue ich mich. Ist ja auch wichtig, ne? Wenn man in YouTube umso mehr Subscriber man hat, umso mehr Action da stattfindet, umso öfters wird man eingeblendet. Ne? Auch anderen, jetzt sage ich mal Nicht-Terrarianer oder Nicht-Subscriber, die kriegen dann den Channel eingeblendet, klicken vielleicht drauf, gucken sich Reptil TV an und freue ich mich, ne? Wenn man das Ganze noch ein wenig ausweiten, ausdehnen kann. Das ist eigentlich, was heißt Sinn und Zweck, oder das ist eigentlich schon schön, ne? Wenn wir das einfach für umso mehr Leute wir das hier machen, umso toller. Ne? Deswegen also 1000 Dank an der Stelle an alle Subscriber, an die ganze Reptil TV Community. Jetzt genug gelabert, beziehungsweise jetzt geht's labern weiter. Eine Frag Stefan Folge. Tim Zilla 08 fragt, kann man einen Leguan trainieren wie ein Hund? Es gibt schon Großechsen, die von der Intelligenz, also Intelligenz ist immer ein schwieriger Ausdruck, wer hat viel, wer hat wenig Intelligenz, aber wenn wir das rein biologisch sehen, ne, ein Gehirn eines Reptils ist natürlich einiges einfacher strukturiert wie von zum Beispiel Hund, Katze oder Mensch natürlich. Ne. Der ganze Aufbau ist primitiver, einige Bereiche fehlen da, ne. Also Bereiche wie Spieltrieb, Zuneigung, Empathie, ne, das sind ja Sachen, die man rein biologisch einem Reptil nicht zutrauen würde oder nicht zutrauen tut. Ne? Und so gibt es eben die Abstufung von vielleicht Reptil, Säugetier zu Mensch. Ne? Es gibt, oder bei Großechsen kann man aber schon in gewisser Weise, die kann man schon konditionieren, sagt man. Ne? Also irgend so ein Verhalten hervorrufen durch irgendwelche Auslöser, Trigger, ne? Sei es solche Klacker, wo man ja nimmt bei Hunden, Katzen oder bei Säugetieren, nimmt man ja so irgendwelche Klacker, wenn die das Geräusch hören, dass sie wissen, okay, jetzt kommt das Futter zum Beispiel oder so. Sowas kann man schon machen. Oder Großechsen, die zum Beispiel auch die Futterschüssel zum Beispiel erkennen, ne, bei den Nashornleguanen. Wenn man da eine
eine Futterschüssel hat, die so und so aussieht. Wenn man mit dieser Futterschüssel winkt oder kommt, dann wissen die schon, aha, jetzt gibt es gleich Futter und dann gehen die schon an ihren Futterplatz hin. Ne? Das ist ja auch eine gewisse Konditionierung. Ne? Oder unsere, die Albino-Mississippi-Alligatoren, die wir gerade da haben, das ist echt auch cool. Die reagieren auf so ein, wenn man macht, ne, so, das ist so ein Futterruf oder so irgendwie was. Also meine Frau versorgt die hauptsächlich. Und wenn die so macht, dann kommen die raus aus ihrem Versteck oder dann sind die da und wissen, oh, jetzt gibt es gleich Futter, dann kann man die sogar eigentlich vom Löffel füttern. Ne? Dann gehen die hin und nehmen das Futter vom Löffel. Kann ich euch ein Video einblenden. Das ist echt erstaunlich, was die da doch ein Verhalten entwickeln, was man denen gar nicht zutrauen würde. Ne? Also abschließend auf deine Fragen, trainieren wie ein Hund. Also ganz so arg wie ein Hund wahrscheinlich oder sicherlich nicht. Aber man kann schon Verhalten bei, ich würde sagen, Leguane, Teus, ne? Warane, da kann man schon, oder Nashornleguane, bei denen gibt es schon ein Verhalten, wo man sich sagt, ey Mensch, Wahnsinn für ein Reptil, dass die so eine hohe Intelligenz haben, hätte ich gar nicht gedacht. Daniel Seefeld fragt, gibt es ein Terrarientier, was du schlichtweg nicht empfehlen kannst? Ja, Daniel, ich bin an sich kein Freund davon, dass man sich Giftschlangen halten muss oder halten tut. Ne? Es gibt eine Community von Terrarianern, die Giftschlangen daheim haben. Ich will das jetzt auch nicht verurteilen oder verteufeln. Davon gibt es einen ganz kleinen Teil, denen möchte ich das nicht absprechen, oder die haben jahrzehntelang Erfahrung mit Terrarientiere. Und wenn die sich mit sowas beschäftigen und entsprechend Räumlichkeit, Sicherheitsvorkehrungen haben, dann sei das denen ermöglicht, meiner Meinung nach. Also ich bin jetzt auch kein Freund, dass es ein Verbot, ich plädiere nicht für ein Verbot von Giftschlangenhaltung, aber ich plädiere für eine vernünftige Terroristik, wo man sagt, es gibt so viele tolle, ungiftige Terrarientiere, von klein bis groß. Ne? Wenn ich genügend Platz habe, dann kann ich mir einen 3-4 Meter Tigerpython oder Netzpython halten. Kann man alles machen. Da gibt es traumhaft schöne Terrarientiere, traumhaft interessante, wie wir vorher gehört haben, intelligente Echsen, die zum Futter kommen oder sowas. Ne? Also, meiner Meinung nach braucht es auch gar keine Giftschlangen in der Terroristik. Und wie gesagt, das ist für mich ein Punkt, wo ich eigentlich sage, nee, muss nicht sein. Platzok fragt, warum reißen Königspython so? Bei manchen Tieren heißt es ja, dass sie die größten von der Art sind. Aber Tigerpython sind ja um einiges größer. Ja, Platzok, König muss nicht gleich groß sein. Ne? Ich weiß nicht, ja klar, Königskobra ist die größte Kobra und der Königstiger ist der größte Tiger, hast du recht. Aber der Name Königspython wurde halt 1802 vom George Shaw, ein britischer Wissenschaftler, wirklich ein toller Wissenschaftler, der viel für die Biologie oder auch für die Herpetologie getan hat. Der hat den Königspython bestimmt als Python regius, ne? Python regius als wissenschaftlichen Namen. Und regius ist abgeleitet von Regia, die Königin, ne? Und somit ist dann logisch, dass Regia Königspython bzw. eigentlich Königinnenpython heißen müsste. Ne? Also daher kommt es vom wissenschaftlichen Namen Python regius. Und wahrscheinlich fand er die Königspythons auch so toll, dass er gesagt hat, eine königliche Schlange, bin ich völlig seiner Meinung. Und somit haben wir den Namen, also unser deutscher Name Königspython lehnt sich einfach an den wissenschaftlichen Namen Python regius an. Und meiner Meinung nach ist das auch gut so. Der Chris Rufer, Hobbyzucht, sinnvoll oder nicht, mehr Kosten als Nutzen. Paarungsempfehlung bei Köpis. Chris, ein ganz schlauer Mensch hat zu mir mal gesagt, Hobby ist mit maximalem Aufwand den minimalen Nutzen zu erzielen. Der ganz schlaue Mensch steht hier hinter der Kamera, da haben wir uns gerade nämlich drüber unterhalten. Der Flo hier. Ist tatsächlich so, ne? Hobby ist ja Hobby. Ich weiß nicht, ob man da immer ausrechnen muss, naja, was kommt da hinterher, was dabei raus oder rechnet sich das oder so. Beziehungsweise ich glaube,
du verschiebst ein bisschen Hobby in so Nebenerwerbszucht oder sowas. Ne? Das machen auch einige und da spricht auch nichts dagegen, oder das ist auch okay, wenn man nebenher wegen Schlangen züchtet und die verkauft und versucht, dass da gleich wenig Geld dabei rauskommt. Wie gesagt, du musst dich entscheiden, ist es ein Hobby? Ein Hobby macht immer Sinn. Wenn du Spaß dran hast, dann ist ein Hobby super, und ein Hobby kostet dann in der Regel Geld. Mehr Kosten als Nutzen, genau die Kosten hast. Oder eben sagst du, du machst eine Nebenerwerbszucht, aber dann gehört auch viel Disziplin dazu. Die nächste Frage passt nämlich auch wirklich gut. Hi Stefan, mit welchem Reptil sollte ich am besten anfangen zu züchten, wenn ich einen Reptilienladen eröffnen will? Also Waldemar, und auch nochmal zurück an Chris. Wenn ihr das beruflich, nebenberuflich, nebenerwerblich machen wollt, ist das sicherlich okay. Ihr müsst euch bewusst sein, dass es einfach harte Arbeit ist. Also ich glaube, egal was ihr macht, ob ihr Zeitung austragen geht, ob ihr Schlangen züchtet, ob ihr Straßenkehrer werdet oder ob ihr, was weiß ich, online daheim vom PC aus irgendwelche Sachen vercheckt oder irgendwas. Alles ist Arbeit. Ne? Ich muss viel Zeit reinstecken, ich muss viel Mühe reinstecken, ich muss Disziplin reinstecken, nicht zu sagen, okay, was weiß ich, der Kunde hat mich jetzt was gefragt, dann will der nicht erst in 3 Tagen eine Antwort, sondern der will kleine Antwort. Im Falle der Terroristik natürlich muss ich alles schön sauber halten, ich muss regelmäßig füttern. Was ich dann als Tiere nehme oder züchte, ich glaube, dass das fast ein bisschen zweitrangig ist. Ne? Ob ich jetzt sage, ich züchte Königspythons oder ich züchte Bardagarn oder ich züchte dies, das, jenes. Ihr müsst, wenn man es macht, muss man es, wie gesagt, richtig machen, diszipliniert machen. Und wenn ich was gut mache, dann kommt auch was Gutes dabei raus. Ne? Ob ich jetzt gut Königspythons züchte oder gut Leopardgeckos oder Hakennasennattern oder Boas oder was weiß ich auch immer. Wenn das Ergebnis gut ist, werdet ihr auch Abnehmer finden für eure Tiere. Es gehört dann natürlich auch das Marketing dazu, dass die Leute euch kennen, euch vertrauen, sagen, jawohl, das sind gesunde Tiere und so weiter. Und dann läuft es. Ne? Es ist wirklich bestimmt ein steiniger Weg. Als ich mit der Terroristik angefangen habe, ich habe es schon mal erzählt, ich habe, glaube ich, die ersten 3, 4, 5 Jahre nur Geld reingesteckt. Ne? Das war direkt nach der Schule. Konnte ich mir zum Glück einigermaßen damals erlauben, dass ich noch so 0 auf 0 rumgeeiert bin. Musste keine, was weiß ich, keine Familie versorgen oder ernähren. Von dem her konnte ich es mir erlauben, aber es ging echt jahrelang. Ne? Also nach, ja, ich glaube 3, 4 Jahre kam endlich mal der Punkt, wo es gekippt ist zum eigentlich Guten hin. Ne? Aber das braucht wirklich Zeit. Hallo, wurdest du im Ausland schon einmal von einem giftigen Tier gebissen oder gestochen? Ja, Johannes, zum Glück nein, ist mir noch nie passiert. Wenn du die Reptil-TV-Folgen kennst, weißt du, ich bin schon oft irgendwo durch die Pampa gelaufen, zum Teil einfach nur mit Sandalen an den Füßen oder sowas. Aber trotzdem, glaube ich, habe ich eine gewisse Vorsicht, die ich walten lasse. Ich glaube, wenn man jetzt so ein wenig durch den Busch latscht, dann müsste, oder ein Reptil hat ja schon einen Fluchtinstinkt. Ne? Also man müsste schon auf ein Reptil drauftreten, damit es einen beißt. Oder dass man zum Beispiel nachts irgendwo, ich glaube nachts ist es sicherlich ein wenig riskanter, dass irgend so ein Unfall passiert. Also ich denke, einerseits nicht überängstlich sein, die Reptilien fallen einen ja nicht an im Busch. Andererseits aber auch nicht total unvorsichtig sein, weil das Letzte, was ich wollen würde, wäre irgendwo in Afrika einen Giftschlangenbiss oder irgendwas zu haben und dort im Krankenhaus zu landen. Und im Vergleich zu uns hier ist der Standard, der medizinische Standard sicherlich einiges schlechter, ne? Und deswegen zum Glück noch nie was passiert und hoffentlich wird auch in Zukunft nie was passieren. Auf deine Frage, nein, noch nie was passiert und es soll so bleiben. Der Alex fragt, was ist allgemein dein Lieblingstier und welcher Kontinent findest du an Artenvielfalt am schönsten? Kontinent ist schwer zu beantworten für mich, weil ich nicht alle kenne. Also ich war viel in Afrika unterwegs, das wisst ihr, ich war viel in Asien und auch in Lateinamerika war ich schon sehr viel unterwegs. Die sind alle toll, alle super, da kann ich nicht sagen, welcher am besten ist. Australien war ich noch nie, soll ja auch super toll sein. Also da habe ich keine
klare Priorität. Welches Tier ich am tollsten finde, wo ich die Frage gelesen habe, habe ich da ein wenig so vor mich hinsinniert und was weiß ich, gibt jede Menge tolle Tiere. Ne? Es gibt im Wasser irgend so ein Hai ist toll oder so ein, was weiß ich, so ein Orca ist toll. Und wenn ich in den Himmel gucke, so ein Raubvogel, der da seine Kreise zieht, finde ich auch völlig cool. Aber ich glaube, alles in allem sind die Schlangen. An den Schlangen hängt echt mein Herz schon als Kind. Also wenn ich irgendwo eine Schlange gesehen habe oder wenn ich habe in der Natur gesucht, ich wollte eine Ringelnatter finden und so weiter. Also wenn ich Schlangen, da bin ich völlig abgegangen, schon immer. Ne? Die wollte ich mal anfassen, wie sich denn das anfühlt. Das ging ewig. Ich weiß nicht, mit wie viel, 13, 14, 15 habe ich das erste Mal eine Schlange überhaupt anfassen können. Ich habe mir das immer gewünscht. Also da war ich völlig fasziniert davon. Und ich glaube, dass ich eigentlich nach wie vor trotz Alltagstrott, ne, wo man so Sachen ja gleich vielleicht verliert oder geht ja im Alltag unter. Aber ich glaube, die Faszination habe ich immer noch. Wahrscheinlich würde ich es merken, wenn ich mal ein Jahr lang keine Schlangen um mich herum hätte oder ein halbes Jahr, würde ich das bestimmt mehr merken wie jetzt. Aber ich glaube, das Feeling ist immer noch da und deswegen die Schlangen meine Nummer 1. Der Karl Jonsen fragt: Hi Stefan, darf man Kornnattern in einem Recksystem halten in Deutschland? Wenn ja, wie wäre die Größe für adulte Kornis? Ja, Karl, über die Recks gibt es gerade viel Diskussionen. Ne? Aktuelle Elave, ich weiß nicht, ob ihr die Zeitschrift Elave kennt, tolle Zeitschrift von der DGHT, Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Da ist gerade auch ein Bericht drüber drin, Königspython in der Reckhaltung. Das wird sehr kontrovers diskutiert. Um euch meine Meinung dazu zu sagen, ich könnte mich da eigentlich kaputt lachen, weil oft in der Reckhaltung von Königspython, da heißt, naja, am Anfang hält man die im Reck, bis die sich eingewöhnt haben. Und wenn die sich gut eingewöhnt haben und fressen, dann macht man sie in ein schönes, tolles Terrarium mit Klettereschen und was weiß ich was. Für mich ist das ein Widerspruch an sich, ne? So nach dem Motto, ich mache sie ins Reck, weil da gewöhnen sie sich toll ein, da fressen sie gut, da gedeihen sie gut. Ne? Und wenn sie dann gut gedeihen, wenn sie sich sozusagen wohlfühlen, dann mache ich sie in das dann vielleicht sogar falsche Terrarium, weil dann geht es denen ja gut und dann kann ich es ins Falsche machen und dann halten sie es, da es denen ja gut geht, dann halten sie es ja auch in dem anderen Terrarium aus. Ne? Also das ist für mich schon ein Widerspruch an sich. Muss ich auch mal, ich habe da letztens schon ein wenig was angefangen zu schreiben, meine Meinung darüber werde ich versuchen in einer der nächsten Elaven zu veröffentlichen, was meine Meinung da dazu ist, ein wenig intensiver wie das, was ich jetzt sage. Wobei ich möchte auch das Terrarium natürlich nicht verteufeln an dieser Stelle. Auch ein Terrarium ist super, ne? Aber was mich stört, ist, wenn man das Reck so schlecht macht, aber im gleichen Atemzug sagt, naja, am Anfang hält man sie im Reck, bis sie gut ans Futter gehen. Also das ist für mich ein Widerspruch an sich. Aber deine Frage war ja die Kornnatter im Reck. Bei der Kornnatter sehe ich es gleich ein wenig kritischer, weil die Kornnatter ja zu den Kletternattern gehört, wobei sie auch relativ viel auf dem Boden lebt, würde ich auch zugeben. Aber die Kornnatter ist schon das sieht man ja im Körperbau, ein Tier, das auch klettert. Da finde ich es schwierig in einem flachen Reck. Ne? Wir wissen, oder die meisten von uns wissen, die Amerikaner halten auch viel Kornnattern in Recks, oder es gibt einige Leute, die das machen. Wie gesagt, da glaube ich, dass es kritischer ist, weil da die Höhe fehlt. Kornnattern würde ich schon zumindest als größere Tiere, ne, Jungtieraufzucht, in kleinen, also einzeln in kleineren Art Reckschubladen finde ich gut, finde ich okay. Jungtiere, weil sie auch noch relativ viel versteckt sind und so weiter. Aber eine größere Kornnatter, die auch Sonnenbaden tut oder Klettern tut und so weiter, ich glaube, da ist tatsächlich ein Terrarium angebracht, allein wegen der Höhe. Der Stefan Klose fragt: Hallo Stefan, wie stehst du zu der Ankündigung, dass bei der Terraristikmesse Hamm zukünftig Qualzuchten verboten sein sollen? Über Facebook kam diese Ankündigung von den Veranstaltern, dass eine Liste erstellt werden soll. Ja, Stefan zu Stefan, du mit PH, ich mit F. Habe ich auch gelesen, diese Ankündigung von der Terraristika, beziehungsweise ich habe auch mit dem Frank Itzaber, der Veranstalter von der Terraristika, habe ich telefoniert dazu. Mit den Qualzuchten,
Generell tue ich mich gleich ein wenig schwer mit dem Begriff Qualzuchten, weil da fallen ja schon Sachen drunter, zum Beispiel eine Scaleless Kornatter, meiner Meinung nach, Scaleless Kornatter, der geht es genauso gut wie eine Kornatter mit Schuppen, ne? Also Scaleless ist die ohne Schuppen, die mit habe ich selber schon, oder züchte ich seit Jahren, Jahrzehnten. Ich konnte noch nie einen Unterschied feststellen, dass es der Scaleless schlechter geht, ne? Die häutet sich tadellos, der geht's gut. Dann kommen wir zu den Bardergamen. Die Silkbacks, da ist tatsächlich, die haben ein bisschen Schwierigkeiten sich mit dem Häuten und so weiter. Also da würde ich sagen, okay, das kann man als Qualzucht durchgehen lassen. Dann geht es weiter bei Königspütern mit Spider zum Beispiel, die das Wobbeln haben. Ne? Ja, das Wobbeln ist natürlich auch keine Sache, die man haben will bei einem Tier. Kann man auch als Qualzucht laufen lassen. Bei den Leopardgeckos gibt es die Enigmas, ne, die auch so ein Koordinationsproblem haben. Ich glaube, oder nicht ich glaube, ich weiß, das sind diese Arten, um die es geht als Qualzuchten. Ne, diese Scaleless, Spider, Enigma, was hat man noch? Ja, ich glaube, das war's. Auf das wird es letztendlich wohl rauslaufen. Ich finde es nicht übermäßig schlimm. Also eine Terraristica kann sicherlich damit leben, dass man diese Tiere dort nicht zum Kauf anbietet. Wie gesagt, ist das alles Qualzucht oder nicht? Da gehen die Meinungen ein wenig auseinander, oder da habe ich auch eine differenzierte Meinung dazu. Aber wie gesagt, ich finde es okay, machen muss man was. Rein politisch ist es auch gut, wenn wir Terrarianer uns ein wenig kompromissbereit zeigen und sagen, jawohl, dann tut man das halt nicht züchten oder nicht verkaufen und so weiter. Kann man damit leben, einfach um den Kritikern nicht noch mehr Anhaltspunkte zu bieten, beziehungsweise auch um den Kritikern zu sagen, okay, guck, wir kommen auch auf euch zu, kommt ihr vielleicht auch auf uns zu.